Der Wille ist das Grundelement von Schopenhauers Philosophie. Er wirkt in der gesamten Natur und ist die Ursache allen Leidens in der Welt. Was Schopenhauer unter Wille versteht und inwiefern der Wille verantwortlich für Leid, Egoismus und Bosheit ist, erfährst du in diesem Video. Der Wille ist das Wesen der Welt, die Urkraft und Dynamik, die allen Naturwesen zugrunde liegt. Er ist der einzig wahre Ausdruck des intimsten Wesens der Welt. Der Wille bestimmt alle Vorgänge der organischen und anorganischen Natur. Er ist ein allgegenwärtiger, dumpfer und blinder Trieb, welcher Menschen, Tiere, Pflanzen und selbst die unbelebte Natur miteinander verbindet. Schopenhauer spricht auch vom Willen zum Dasein oder Willen zum Leben. Er meint damit, dass alles in der Natur nach Existenz, wenn möglich nach organischer Existenz, nach Leben strebt. Wenn es dann existiert oder lebt, strebt es nach seiner größtmöglichen Entwicklung. Der Wille zum Leben wirkt also nicht nur im Menschen, sondern überall in der Natur. Auch Tiere, Pflanzen und sogar die Bewegungen der anorganischen, leblosen Natur sind Ausdruck dieses Willens. Der Wille zeigt sich in Ebbe und Flut, im Vulkan, der Lava ausspuckt, im Samen, der einen Baum hervorbringt, im Efeu, das den Baum umschlingt, im Löwen, der seine Beute jagt, im Überlebens- und Fortpflanzungstrieb von Mensch und Tier, in der Mutter, die ihr Baby stillt, in Streit, Kampf und Krieg. Schopenhauer schreibt: Ich habe die Ausdehnung des Begriffs Wille sehr erweitert. Ich sage, dass jede Bewegung, Gestaltung, Streben, Sein, dass dies alles Erscheinung des Willens ist. In der nichtmenschlichen Natur ist dieser Urwille sogar deutlicher zu erkennen als im Menschen. Im Tiere sehen wir den Willen zum Leben gleichsam nackter als im Menschen, wo er mit zu vielen Erkenntnissen überkleidet ist, dass sein wahres Wesen fast nur zufällig und stellenweise zum Vorschein kommt. Ganz nackt zeigt er sich in der Pflanze als bloßer, blinder Drang zum Dasein, ohne Zweck und Ziel. Der Wille will nur sich selbst, er will sich triebhaft selbst erhalten und steigern, ohne irgendeinen übergeordneten Zweck. Als blinde, unbewusste Kraft wirkt er unermüdlich und unerbittlich in der gesamten Natur. Er ist die Grundlage von allem, was geschieht, von allem, was lebt und sich bewegt. Menschen können nach Schopenhauer als einzige Lebewesen den Willen in ihrem eigenen Körper bewusst wahrnehmen und erhalten dadurch Zugang zum Wesen der Welt. So erkennt der Mensch, dass er durch das einheitsstiftende Prinzip des Willens mit allen anderen Naturwesen verbunden ist und es keinen wesentlichen Unterschied zwischen ihm und der übrigen Natur gibt. Er erkennt, dass er wesensgleich mit Tieren, mit Pflanzen, Mineralien, Planeten und Sternen ist. Wenn man Pflanzen und Tiere in ihrem freien, natürlichen Zustande lange genug beobachtet, erkennt man laut Schopenhauer die Einheit aller Lebewesen. Er selbst beobachtete stundenlang Pflanzen und Tiere, um sich bewusst zu machen, dass der Wille zum Leben in allem wirkt und alles vereint. Der Wille ist bei Schopenhauer kein von der Vernunft geleitetes, bewusstes und zielorientiertes Streben, sondern ein blinder und triebhafter Drang zum Dasein und zum Leben. Ebenso wie Tiere und Pflanzen hat der Mensch nur ein Ziel: Leben und Überleben. Schopenhauer sieht den Menschen also nicht als Vernunft, sondern als triebgesteuertes Wesen an. Der Mensch verfügt zwar als einziges Naturwesen über Vernunft, doch auch diese dient dem blinden, vernunftlosen Willen. Der Mensch entwickelte Vernunft aufgrund von natürlichen Faktoren, nämlich um seinen Instinktverlust zu kompensieren und um sich flexibel an wechselnde Umweltbedingungen anpassen zu können. Ein individueller, freier Wille oder persönliche Autonomie sind demnach eine Illusion. Menschliches Handeln ist wie alle anderen Geschehnisse in der Welt determiniert. Schopenhauer schreibt: Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Der Wille, verstanden als blinder, unvernünftiger, triebhafter Drang zum Leben, bestimmt das Wollen und damit letztendlich auch das Handeln des Menschen. Da der Wille immer etwas will, ihm also immer etwas fehlt, ist er der Grund für das Leiden in der Welt. Schopenhauer sieht den Menschen als ein durch und durch bedürftiges Wesen. Als Verkörperung des Willens strebt der Mensch permanent nach der Befriedigung seiner Bedürfnisse. Er hat Hunger, Durst und sexuelle Begierden. Werden seine Wünsche oder Bedürfnisse nicht befriedigt, empfindet er dies als Mangel und leidet.
Erfüllt sich ein Wunsch, stellt sich ein kurzer Moment der Freude und des Glücks ein. Freude bzw. Glück definiert Schopenhauer negativ, als Abwesenheit von Leid. Dieser Moment hält jedoch nie lange an, denn es entsteht sofort ein neuer Wunsch. Der Mensch kann seine Wünsche und Bedürfnisse also nie dauerhaft befriedigen, sondern nur vorübergehend. Der Wille sorgt für immer neue Wünsche und Bedürfnisse und damit für ständige Unruhe. Jeder befriedigte Wunsch erzeugt einen neuen. Keine Befriedigung kann sein Verlangen endgültig stillen. Der Wille strebt rastlos, blind und unvernünftig nach immer mehr. Er kennt keine Grenzen. Jedoch sind die Möglichkeiten zur Erfüllung der Wünsche und Bedürfnisse begrenzt. Durch die unüberbrückbare Kluft zwischen dem grenzenlosen Wollen und den begrenzten Möglichkeiten seiner Erfüllung entsteht das Leiden in der Welt. Der unstillbare Wille nach immer mehr führt notwendigerweise zu einem Kampf ums Dasein und zu einem erbarmungslosen Konkurrenzkampf aller Lebewesen, welcher sich überall in der Welt und in der Geschichte zeigt. Er ist auch verantwortlich für Egoismus und Bosheit des Menschen. Der Wille objektiviert sich in Mensch, Tier und allen übrigen Naturwesen und macht sich in der Gestalt von Millionen Pflanzen, Tieren und Menschen gegenseitig Materie, Raum und Zeit streitig. Pflanzen verdecken einander, kämpfen um Raum, Wasser und Sonnenlicht, bis eine der Pflanzen verkümmert und stirbt. Tiere fressen Pflanzen und andere Tiere. Doch am brutalsten wütet der Mensch, der sich die gesamte Natur unterworfen hat und sie als Fabrikat zu seinem Gebrauch ansieht. Schopenhauer schildert dieses Leiden in immer neuen Variationen. Es herrscht ein Krieg aller gegen alle. Überall in der Natur geht es um Fressen und gefressen werden. Der Mensch hat zusätzlich noch unter seinen eigenen Artgenossen zu leiden. Die Wilden fressen einander, die Zahmen betrügen einander. Das nennt man den Weltlauf. Die Welt ist eine Hölle und die Menschen sind einerseits die gequälten Seelen und andererseits die Teufel darin. Auch in der geschichtlichen Entwicklung sieht man, wie der blinde, unstillbare Wille nicht, wie Schopenhauers Gegenspieler Hegel behauptet hatte, zu Fortschritt und vernünftiger moralischer Höherentwicklung führt, sondern zu immer neuen Konflikten, Kriegen und Ungerechtigkeiten. Die Geschichte zeigt uns das Leben der Völker und findet nichts als Kriege und Empörungen zu erzählen. Die friedlichen Jahre erscheinen nur als kurze Pausen, Zwischenakte, dann und wann einmal. Es gibt zwar immer wieder weise Menschen, die aus der Geschichte gelernt haben und sich für Frieden einsetzen, doch die Mehrheit der Menschen ist dumm und tut das Gegenteil dessen, was diese weisen Menschen raten. Und sollte es, so Schopenhauer, tatsächlich irgendwann entgegen aller Erwartung die Klugheit siegen und der Krieg aller gegen alle enden, wäre die Folge hiervon eine dramatische Überbevölkerung des Planeten, verbunden mit weiterem entsetzlichen Leid. Aufgrund seiner Vernunft leidet der Mensch mehr als alle übrigen Naturwesen, denn er kann abstrahieren und sich Sorgen um die Zukunft machen. Er ist sich bewusst, dass er ohne Grund und nur vorübergehend in eine sinnlose Welt voller Leid geworfen wurde. Wie wir gesehen haben, ist für Schopenhauer alles in der Natur eine Verkörperung desselben blinden, rastlosen und unvernünftigen Willens. Gleichzeitig gibt es aber eine Art Hierarchie der Naturwesen, die auf quantitativen Unterschieden beruht. Es gibt obere und niedrigere Stufen der Verkörperung des Willens. Ganz unten steht die unbelebte Materie. Hier drückt sich der Wille in chemischen und physikalischen Prozessen, beispielsweise in der Schwerkraft oder dem Magnetismus aus. Darüber kommen Pflanzen, in welchen sich der Wille ebenfalls noch völlig erkenntnislos als finstere, treibende Kraft in vegetativen Prozessen ausdrückt. Auf der nächsthöheren Stufe stehen die Tiere. Während die untersten Tiere bloß eine Dämmerung von Bewusstsein besitzen, sind höhere Tiere zwar leidensfähig, jedoch weniger als Menschen. Ein Grund hierfür ist ihr Mangel an Vernunft. Tiere besitzen laut Schopenhauer nämlich nur Verstand, keine Vernunft. Während der Verstand bei Mensch und Tier die Erkenntnis von Kausalbeziehungen ermöglicht und die Sinneseindrücke entsprechend ordnet und deutet, bringt die Vernunft nur bei Menschen das abstrakte, theoretische Denken hervor. Tieren fehlt das begriffliche Abstraktionsvermögen und damit Sprache. Außerdem können sie zukünftige Ereignisse nicht aufgrund vergangener Erfahrungen antizipieren. Demzufolge leiden Tiere weniger. Sie können weder künftiges Leiden vorhersehen, noch sich den Tod als solchen vorstellen.
Der Mensch hingegen lebt aufgrund seiner Vernunft nicht nur in der unmittelbaren Gegenwart. Er weiß, dass er verwundbar und sterblich ist. Somit ist er neben dem rein physischen, körperlichen Leiden auch dem zeitlich ausgedehnteren, psychischen, seelischen Leiden ausgesetzt. Er ist sich bewusst, dass er in Zukunft leiden und sterben wird. Er sorgt sich um Krankheiten, Naturkatastrophen, Wirtschaftskrisen, Kriege, Armut und den Tod. Das Bewusstsein des bevorstehenden Todes stellt alles menschliche Handeln in Frage. Das Leben ist nur ein fortdauernd gehemmtes Sterben, ein immer aufgeschobener Tod. Erst dieses Bewusstsein von Leid und Tod bringt uns zum Nachdenken über die Welt und damit zur Philosophie. Die vierte Ursache des Leidens, welche laut Schopenhauer sogar die klügeren Tiere betrifft, ist die Langeweile. Im Zustand der Langeweile sind alle momentanen Bedürfnisse befriedigt und das Dasein hat plötzlich kein konkretes Ziel mehr. In dieser unheimlichen Ruhe tritt die Leere und Sinnlosigkeit des Daseins zutage. Langeweile ist ein Zustand der inneren Leere und Monotonie. Sie kann den Menschen genauso stark quälen wie Not und Schmerz. Das Leben des Menschen pendelt laut Schopenhauer ständig zwischen Not und Langeweile hin und her. Der Mensch leidet entweder an Not oder an Langeweile. Schopenhauer sieht zwei Möglichkeiten, sich vom Willen und damit vom Leiden zu befreien. Welche beiden Möglichkeiten das sind, erfährst du im nächsten Video dieser Reihe. Mit dem Quizlet Lernset Der Wille zum Leben kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und erweitern. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!